Griesheim, 1933. Ernst Udet steht am Rand eines Flugplatzes und schaut zu, wie ein Flugzeug landet. Ohne Motor. Kein Lärm, kein Abgasstoß, nur das leise Rauschen von Luft über Stoff. Der Gleiter rollt aus. Und Udet sagt sinngemäß zu dem Mann neben ihm, ein großes Ding davon, vollgepackt mit Soldaten, das wäre ein hölzernes trojanisches Pferd. Durch diese Bemerkung entstand eine Waffengattung. Die Alliierten hatten Panzer, Artillerie, Luftüberlegenheit. Deutschland hatte ein Segelflugzeug aus Stahlrohr und Stoff, das weniger wog als ein vollbeladener Kleinlaster. Und trotzdem bauten sie die DFS 230. Das ist die Geschichte dieses Gleiters. Des Flugzeugs, das keiner wollte, das dann aber den ersten erfolgreichen Luftlandeangriff der Geschichte flog und eine Art Kriegführung erfand, die kein Militär der Welt auf dem Zettel hatte. Doch um zu verstehen, warum dieses Holzgerüst mit Stoffbespannung so gefährlich werden konnte, müssen wir zurück zu dem Mann, der es baute. Hans Jacobs war Ingenieur an der Deutschen Forschungsanstalt für Segelflug in Darmstadt, dem DFS. Eine Institution, die sich gleichzeitig mit Thermik, Aufwind und Wettbewerbsfliegerei beschäftigte. Keine Rüstungsbehörde, kein Militärapparat, eine Forschungseinrichtung für Segelflieger. Jacobs und sein Team, Heinrich Vöpel für die Aerodynamik, Ludwig Pieler für die Statik, bekamen den Auftrag, einen Gleiter zu bauen, der einen Piloten und 9 voll ausgerüstete Soldaten transportieren konnte. Gewichtslimit 2100 Kilogramm insgesamt, Nutzlast 1200 Kilogramm. Stellt euch das vor, 10 Mann mit Ausrüstung, Munition, Waffen, in einem Rumpf aus geschweißten Stahlrohren, bespannt mit Stoff. Wie ein Zelt, das fliegt. Die Konstruktion war, in den Worten der Quellen, vollkommen konventionell. Schulterdecker, rechteckiger Rumpf, einholmige Trapezflügel, vorne mit Sperrholz beplankt, hinten mit Stoff. Der Pilot saß unter einer Klapphaube. Die 9 Soldaten hintereinander auf einer gepolsterten Bank mit Haltegriffen. 6 vorwärts, 4 rückwärts. Eine enge Röhre. Für den Start gab es ein abwerfbares Radfahrwerk. Nach dem Abheben, Fahrwerk weg. Gelandet wurde auf einer dreifach gefederten Holzgleitkufe. Das war kein Hochleistungsgerät. Das war ein Funktionswerkzeug, so simpel wie möglich, so leicht wie nötig. Das RLM war skeptisch. Laut ist besser als lautlos, dachten viele. Ein Fallschirmjäger kostet weniger als ein Gleiter. Was bringt das? Was es brachte, zeigte sich im November 1937 über dem Flugplatz Stendal. Eine vergleichende Übung. Ein Zug Fallschirmjäger springt aus 350 Metern ab. 10 DFS 230 landen mit 70 Infanteristen. Ergebnis? Die Fallschirmjäger brauchen 15 Minuten bis zur Gefechtsbereitschaft. Die Gleiterinfanteristen 3 Minuten. 5-mal so schnell, aus dem Stand, ohne Streuung, zusammen auf einem Fleck. Am 9. März 1938 erging der Befehl zum Aufbau einer Lastensegler-Ausbildungseinheit. Das RLM hatte seine Meinung geändert. 10. Mai 1940, 4:30 Uhr morgens. 82 Maschinen heben von 2 Flugplätzen bei Köln ab. 41 davon sind Junkers Ju-52 Schleppflugzeuge. Die anderen 41 sind DFS 230, lautlos, im Schlepptau, unsichtbar im Dunkel. Ziel Fort Eben-Emael, das stärkste Befestigungswerk Belgiens. 1200 Mann Besatzung, Betonbunker, Geschütztürme, Artillerie, entworfen, um einen konventionellen Angriff Wochen aufzuhalten. Die belgische Armee hatte es für uneinnehmbar gehalten. Nicht, weil sie Unrecht hatten mit den Waffen, die sie kannten, sondern weil niemand ein Flugzeug ohne Motor auf dem Plan hatte. 9 Gleiter lösen das Schleppseil, kein Motor, kein Lärm, nur das Rauschen von Luft über Stoff. Dasselbe Geräusch, das jeder kennt, der je ein Fenster im fahrenden Auto geöffnet hat. Mehr nicht. Sie landen direkt auf dem Dach der Festung. Auf dem Dach. Nicht davor, nicht daneben, auf dem Dach. 78 Mann gegen 1200. Und die 1200 wissen nicht, was passiert ist, bis die Sprengladungen in den Schießscharten detonieren. Die Gleiter hatten keinen Anlaufweg gebraucht, keine Landebahn, keinen Lärm, der hätte warnen können. Sie waren einfach da, wie Schatten, die plötzlich Gewicht haben. Einen Tag später, am 11. Mai 1940,
kapituliert die Festung. Ein Festungswerk, das Wochen halten sollte. Einen Tag. Das war keine Überlegenheit an Feuerkraft. Das war das Konzept. Der Gleiter als trojanisches Pferd, genau wie Udet es 7 Jahre zuvor in Griesheim beschrieben hatte. Die Waffe war die Stille, und Stille lässt sich nicht auf dem Radar verfolgen. Die Wirkung war sofort global. Innerhalb von Wochen begannen die Briten, die Amerikaner, die Sowjets eigene Lastenseglerprogramme aufzulegen. Jeder wollte das, was Deutschland gerade demonstriert hatte. Aber das RLM wollte mehr, größer. Kreta. 20. Mai 1941. Operation Merkur. Die Invasion der Mittelmeerinsel Kreta. 493 Ju-52 und mindestens 80 DFS-230, dazu Fallschirmjäger. Der größte Luftlandeangriff der Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt. Diesmal wusste der Feind, was kommt. Die britischen und neuseeländischen Verteidiger hatten Wochen gehabt, sich vorzubereiten. Ultra-Entschlüsselungen hatten das Ziel und den Zeitplan verraten. Und jetzt, wenn ein Gleiter seinen Anflug begann, langsam, geradlinig, nicht manövrierbar, 85 Kilometer pro Stunde beim Landen, war er keine Überraschung mehr. Er war eine Zielscheibe, die sich nicht ausweichen konnte. Auf dem Gefechtsfeld bei Malem wurden Gleiter im Landeanflug von Infanteriefeuer zerrissen. Andere setzten auf und rollten direkt in die Schusslinie. Die Besatzungen, die heraussprangen, landeten unter Dauerfeuer. Der Kampf um den Flugplatz Malem kostete die Fallschirm- und Lastenseglerverbände einen Bruchteil ihrer besten Männer. Und die Insel wurde trotzdem genommen, aber zu einem Preis, der das Instrument zerstörte. Die Verluste waren so schwer, dass Hitler nach Kreta persönlich anordnete, keine Großoperation dieser Art mehr. Das Instrument, das bei Eben Emael die Welt verändert hatte, war verbraucht. Zumindest als Angriffswaffe. Das ist ehrlich gesagt die Logik jeder Wunderwaffe. Sie funktioniert genau einmal. Beim zweiten Mal hat der Gegner nachgedacht. Und dann, fast unmerklich, verwandelt sich das Flugzeug. Aus dem Sturminstrument wurde ein Versorgungsflugzeug. Cholmkessel, Januar bis Mai 1942. Gleiter landen in einem Korridor aus Feuer, um eingekesselte Truppen zu versorgen. Nordafrika, Ostfront, immer wieder dieselbe Aufgabe. Hinein in Gebiete, wo kein Transportflugzeug landen konnte oder durfte, weil die Landebahn zu kurz, zu beschossen, zu gefährlich war. Die C-1-Version, die für diese späten Einsätze entwickelt wurde, trug 3 Bremsraketen im Rumpfbug. Im Moment der Landung erste Rakete, zweite, dritte, in schneller Folge. Bremsweg 15 Meter, statt der üblichen 150. Wie ein Sportwagen, der auf 100 beschleunigt und dann sofort zur Wand fährt und anhält, aber heil bleibt. Diese Raketen hatten einen einzigen bekannten Auftritt, der in die Geschichte einging. 12. September 1943, Gran Sasso, Abruzzen, 2100 Meter Höhe. Benito Mussolini sitzt im Hotel Campo Imperatore, bewacht von italienischen Carabinieri. Otto Skorzenis Kommandos sollen ihn befreien. Das Problem? Das Hotel liegt auf einem Bergplateau. Keine Straße rauf, keine Landebahn, nur ein schmales Stück steinigen Geländes. 10 DFS-230 C1, Bremsraketen und Piloten, die bereit sind, auf einem Steinfeld zu landen, das eigentlich kein Landeplatz ist. Einer der Gleiter überschlägt sich beim Aufsitzen, die anderen landen. Skorzeny und seine Männer stürmen das Hotel. Mussolini ist in weniger als 5 Minuten in ihrer Hand. Diesen Einsatz auf einem Bergplateau ohne Landeplatz mit einem Segelflugzeug aus Stoff und Stahl hätte kein konventionelles Flugzeug fliegen können. Das war nicht das Ende. Was folgte, war ein stilles Kapitel, fast vergessen hinter den großen Schlachten. Aus dem Sturminstrument war ein Versorgungsträger geworden, der dorthin flog, wo alles andere versagte. Breslau, Winter 1945. Die Stadt ist seit Wochen eingekesselt. Die einzige Verbindung zur Außenwelt: Luftversorgung. In der Nacht vom 23. März 1945 starteten 6 DFS-230 Richtung der belagerten Stadt, beladen mit Artilleriemunition. 2 wurden abgeschossen, 2 kamen durch, 2 kehrten um. 2 Gleiter, vollgepackt mit Munition, lautlos in einer Winternacht über dem brennenden Schlesien. Das war die letzte Rolle des trojanischen Pferdes. Lautlos bis zuletzt.
Nicht Überraschungsangriff, nicht Stille als Waffe, sondern schlicht das einzige, das noch fliegen konnte, wo kein Flughafen mehr stand. Budapest war früher gefallen. Am 15. Februar 1945 verlor der letzte Ring der Luftversorgung seinen Landeplatz. Und noch weiter zurück, im Cholmkessel 1942, hatten Gleiter in einem Korridor aus Feuer gelandet, um eingekesselte Truppen zu versorgen. Einsätze, die nie in Propagandafilme fanden, weil sie keine Siege waren, nur Überleben. Das Flugzeug, das 1937 erstmals flog und eigentlich ein Forschungsgerät für Segelflieger sein sollte, war noch im Mai 1945 im Einsatz. 1603 DFS 230 wurden insgesamt gebaut. In einer Spielzeugfabrik in Sonneberg, in einem Waggonwerk in Gotha in Tschechien. Das letzte Exemplar rollte 1944 vom Band. Was bleibt, ist ein Paradox. Das wirkungsloseste Material, Stoff, Stahlrohr, Holz, wurde zur gefährlichsten Waffe eines einzigen Moments. Nicht, weil es stark war, sondern weil es lautlos war und weil niemand damit gerechnet hatte. Jede Luftlandetruppe der Welt, die heute mit Hubschraubern in Gebiete eindringt, die kein Feind erwartet, die auf Dächern landet, auf Plateaus, auf Feldern, die keine Felder sein sollten, übt eine Idee, die Ernst Udet 1933 auf einem Flugplatz in Griesheim hatte und die Hans Jacobs mit einem Holzrahmen und Stoff zur Realität machte. Das ist schlicht gesagt eine ziemlich lange Wirkungsgeschichte für ein Segelflugzeug. Wenn euch solche Geschichten interessieren, abonnieren kostet nichts, hilft aber, und wer den Kanal noch etwas mehr unterstützen möchte, die Membership-Infos findet ihr unten in der Beschreibung. Danke auch an das neueste Mitglied der Economy Class, @DoodlePaul. Willkommen an Bord.